Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Felix und mit mir ist heute wieder Lisa. Hallo Lisa. Hallo Felix! Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auf das heutige Thema. Ja, das wird spannend. Heute sprechen wir über die Rolle des Humors in der persönlichen Entwicklung. Lisa, was fällt dir zuerst ein, wenn du an Humor denkst? Für mich ist Humor mehr als nur Lachen. Humor kann uns in schwierigen Situationen helfen, uns entspannen und sogar uns selbst besser verstehen. Wusstest du, Felix, dass Humor auch als eine Art Stressbewältigung gesehen wird? Interessant. Erzähl mal, wie genau funktioniert das? Also, wenn wir lachen, setzt unser Körper Endorphine frei. Das sind sogenannte Glückshormone. Diese Hormone reduzieren Stress und lassen uns besser fühlen. Deshalb sagt man auch, Lachen ist die beste Medizin. Ah, das habe ich schon oft gehört. Aber was bedeutet das konkret für die persönliche Entwicklung? Humor hilft uns, entspannter mit uns selbst umzugehen. Wenn wir über unsere eigenen Fehler lachen können, dann haben wir schon einen großen Schritt in der persönlichen Entwicklung gemacht. Humor ermöglicht es uns, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das heißt, wir lernen, uns selbst nicht immer so ernst zu nehmen, richtig? Genau. In Deutschland gibt es das Sprichwort, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das bedeutet, auch wenn etwas schief geht, können wir trotzdem darüber lachen. Es geht darum, positiv zu bleiben, selbst wenn das Leben uns Herausforderungen stellt. Das ist wirklich eine tolle Einstellung. Wie sieht es denn aus mit Humor in zwischenmenschlichen Beziehungen? Hilft Humor auch dort? Ja, absolut. Humor kann Menschen näher zusammenbringen. Wenn man zusammen lacht, fühlt man sich oft verbundener. Ein gutes Beispiel ist, wenn man gemeinsam über eine lustige Situation lacht. Das schafft sofort eine Verbindung. Stimmt. Ich denke, wir alle kennen das Gefühl, wenn man mit Freunden oder Familie über etwas lachen kann. Das macht einfach glücklich. Ich habe auch gehört, dass Humor dabei helfen kann, Konflikte zu lösen. Stimmt das? Ja, Felix. Humor kann ein gutes Mittel sein, um Spannungen abzubauen. Wenn man zum Beispiel in einer Diskussion steckt und jemand einen Witz macht, lockert das oft die Stimmung. Manchmal hilft ein einfaches Lächeln schon, um die Situation zu entspannen. Das ist ein guter Punkt. Humor kann also Brücken bauen. Aber was ist, wenn jemand keinen Humor hat? Können diese Leute trotzdem Humor lernen? Auf jeden Fall. Humor kann man üben, wie vieles andere im Leben. Man kann zum Beispiel versuchen, jeden Tag etwas Lustiges zu sehen oder sich mit Leuten zu umgeben, die gerne lachen. Es gibt auch viele Bücher über Humor und Komik, die helfen können. Das ist ja interessant. Also, wenn jemand sagt, ich habe keinen Humor, könnte das einfach daran liegen, dass er es nie versucht hat? Genau. Es ist oft eine Frage der Einstellung. Man kann lernen, die Dinge lockerer zu sehen und nicht alles so ernst zu nehmen. Humor ist nicht nur ein Talent, sondern auch eine Fähigkeit, die wir entwickeln können. Gibt es auch Situationen, in denen Humor nicht angebracht ist? Was meinst du, Lisa? Ja, es gibt sicherlich Momente, in denen man vorsichtig sein sollte. Manchmal kann ein Witz auch verletzend sein, wenn er auf Kosten anderer geht. Das Wort Taktgefühl ist hier wichtig. Das bedeutet, dass man ein Gefühl dafür haben sollte, wann Humor passend ist und wann nicht. Also ist es wichtig, auf die Gefühle anderer zu achten, wenn man einen Witz macht. Ich denke, das ist eine gute Lektion für uns alle. Aber Lisa, wie können wir Humor als Werkzeug für die persönliche Entwicklung nutzen? Humor kann helfen, sich selbst zu reflektieren. Wenn wir zum Beispiel über unsere eigenen Fehler lachen, lernen wir, diese anzunehmen. Ein weiteres Beispiel ist das Wort Selbstironie. Weißt du, was das bedeutet, Felix? Ja, das ist doch, wenn man über sich selbst lachen kann, oder? Genau. Selbstironie ist, wenn wir uns selbst nicht zu ernst nehmen und auch über unsere eigenen Schwächen lachen können. Das zeigt, dass wir mit uns selbst im Reinen sind. Ich finde das toll. Wenn wir über uns selbst lachen können, sind wir freier, oder? Ja, absolut. Es zeigt, dass wir uns selbst akzeptieren und uns nicht schämen. Es ist wie ein Schutzschild gegen die Kritik anderer, weil man ja schon selbst darüber gelacht hat. Das klingt so, als ob Humor uns auch stärker machen kann. Lisa, was denkst du? Wie können wir unseren Humor im Alltag fördern?
Man kann kleine Rituale einbauen, wie zum Beispiel jeden Tag einen lustigen Film oder ein Comedy-Programm anzusehen. Es hilft auch, mit Freunden oder der Familie über lustige Erlebnisse zu sprechen. Ah, also ist Humor auch eine Art Selbstpflege? Das ist eine tolle Idee. Hast du noch ein Beispiel für eine lustige deutsche Redewendung, Lisa? Natürlich! Wie wäre es mit „Da wird der Hund in der Pfanne verrückt"? Das bedeutet, dass man überrascht oder verwirrt ist. Man stellt sich vor, wie ein Hund in einer Pfanne herumspringt, was ziemlich lustig ist. Das ist ja witzig. Ich liebe diese Redewendungen. Sie machen das Lernen auch viel spannender. Hast du noch ein Beispiel? Ja, ich verstehe nur Bahnhof. Das sagt man, wenn man gar nichts versteht. Das ist eine lustige Art zu sagen, dass man sich verloren fühlt. Ich finde das einfach genial. Danke für diese Redewendungen, Lisa. Das war wirklich eine tolle Folge. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben heute viel gelernt und auch ein wenig gelacht. Das hoffe ich auch, Felix. Lachen und Lernen. Die perfekte Kombination. Absolut. Und für alle, die uns nächste Woche wieder hören möchten, wir haben ein ebenso spannendes Thema, nämlich die Rolle des Schlafs für mentale und emotionale Gesundheit. Es wird viele interessante Infos geben und natürlich wieder neue Vokabeln, die ihr lernen könnt. Also, bis nächste Woche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt neugierig und behaltet euren Humor. Tschüss und bis bald.